Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das wird aus verschiedenen Gründen eine etwas längere Einleitung und trotzdem muss ich mich beeilen, denn es wird schon wieder ganz schwarz da hinten am Horizont und wir dürfen einen heftigen Wolkenbruch erwarten. Es ist sehr schwül und ganz ruhig, die Ruhe vor dem Sturm. Ja, da kommt mit Sicherheit was. Aber Witt und ich werden das schon schaffen bis nach Hause. Das heutige Video erscheint aus gutem Grund. Ich habe Ihnen schon oft erzählt, dass ich relativ viel E-Mail-Verkehr mit den Zusehern meines Kanals pflege. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich da Feedback bekomme zu verschiedensten Videos und gebe mir immer Mühe, wenn ich nach diversen Dingen gefragt werde, wo ich gebeten werde zu helfen, wenn es mir möglich ist. Wenn ich das kann, tue ich das gern. Manchmal weiß ich zum Thema selbst zu wenig und kann es nicht. Ja. Sehr häufig kommt es vor, dass ich von Zusehern angeschrieben werde, die mich fragen, ob eine gewisse Hunderasse mit ihnen harmonieren würde. Letztens bekam ich von Herrn David ein E-Mail, der mich in seinem natürlich und auch im Namen seiner Familie fragte, nach kurzer Personenbeschreibung, ob sie mit einem Bullmastiff harmonieren würden. Sie würden auch mit einem deutschen Boxer liebäugeln, doch am liebsten wäre ihnen ein Bullmastiff. Ja. So in den meisten Fällen schrieb ich David, dass es mir unmöglich ist, hier zu sagen, ja, das harmoniert oder das harmoniert nicht. Da spielen unzählige Faktoren mit. Ja. Ich schreibe das jedes Mal rein. Ich versuchte dann ein doch recht langes E-Mail als Antwort zu schicken auf die Frage, in welchen ich fundamentale, allgemeingreifende Erziehungsmethoden zu Molossern generell von mir gab. Allerdings sind das Erziehungsarten, Haltungsarten, wie ich sie sehe, wie ich sie praktizieren würde. Was ja noch lange nicht bedeutet, dass wenn David die auch praktiziert, die auch genauso fruchten wie bei mir. Denn häufig ist es so, wenn Sie sich vorstellen, Person A erzieht und hält einen Hund auf diese Weise. Person B tut das auf genau dieselbe Weise, doch Person B hat zwar dieselben Werkzeuge zur Verfügung, doch benutzt sie auf andere Art und Weise als Person A. Und obwohl diese Hunde auf selbe Art und Weise erzogen werden, hat Person A und Person B völlig unterschiedliche Energie, unterschiedlichen Rhythmus, unterschiedliche Stimmklang, Farbe etc. Und beide Hunde, die mit denselben Werkzeugen bearbeitet werden, entwickeln sich in völlig verschiedene Richtungen. Ja. Man kann also nicht verallgemeinern und sagen, wenn du einen Hund so erziehst, wenn du das tust, dann wird dieser Hund so werden oder wird sich in diese Richtung entwickeln. Das geht nicht. Es kommt immer auf den Hundehalter an. Nochmal, Energie des Hundehalters, Rhythmus, Gefühl, Geduld, Klangfarbe der Stimme, Auftreten generell. Da spielt so viel mit. Es ist mir also nicht möglich, irgendjemanden zu sagen, ja, diese Hunderasse harmoniert mit ihnen oder nicht. Ich kenne weder die Zuseher, die mich anschreiben, persönlich, kann diese Leute nicht einschätzen und ich kenne auch den Welpen nicht. Ich weiß nicht, aus welcher Linie der kommt, welche Charaktervererbung der mitbringt. Schlägt er mehr in den Vater, mehr in die Mutter hinein? Wie war der Vater, wie war die Mutter? Das sind alles Dinge, die für mich wahnsinnig wichtig sind, bevor ich mir einen Hund hole. Würde ich das alles kennen, würde ich diese Leute persönlich kennen, schon über mehrere Jahre und eventuell auch die Linie kennen, woher dieser Welpe in Zukunft stammen wird, dann sieht die Sache vielleicht schon wieder anders aus. Und ich könnte sagen, ja, wenn du das magst oder so agierst, dann wird das was oder nicht. Ja. In diesem Video heute möchte ich Ihnen sagen, wie ich klassische Molosser, und hier spreche ich von Hunden wie
Bullmastiff, Cane Corso, diese Familie groß und erziehen würde, halten würde. Was ja noch lange nicht bedeutet, dass das für sie auch gelten soll. Warum das so ist, habe ich vorher gerade erklärt. Ja. Ich kann nur sagen, was ich tun würde. Und in diesem Video heute möchte ich erzählen, wie ich einen Bullmastiff, einen Cane Corso, einen Dogo Canario, einen Mastiff, eine Bordeaux Doge und Kompagnons groß und erziehen würde. Nämlich völlig anders als einen Schäferhund oder einen Terrier oder einen typischen Herdenschutzhund oder einen typischen Laufhund. Ja, also, bis gleich. Nun, dann sehen wir mal nach, was ich Ihnen zu diesem Thema aus meiner Sicht erzählen kann. Ja. Also wenn ich vorhätte, einen Malosser-Welpen zu erwerben, wäre das erste, auf das ich mich konzentrieren würde, selbstverständlich die Line, aus welcher dieser Welpe in Zukunft stammen soll. Ja. Oder wird. Was würde ich hier ganz besonders Acht geben? Nun, ich würde einen Riesenbogen um Zuchtstätten machen, welche Extremzucht veranstalten. Ich habe hier die fürchterlichsten Dinge schon gesehen, liebe Zuseher. Solange der faltigste, schwerste, unbeweglichste Mastino Napoletano auf Ausstellungen gewinnt oder der deutsche Schäferhund, die anatomisch der Tüpfelhyäne am nächsten kommt oder der English Bulldog mit dem größten Kopf und schmalsten Becken, solange wird auch Extremzucht betrieben werden. Die Hunde können selbstverständlich nichts dafür. Hier sind die Züchter verantwortlich dafür. Ja, ganz klar. Also, ich würde mich eher um eine sportlichere, vernünftigere Linie umsehen. Völlig egal, um welche Molosser-Rasse es sich hier handelt. Das habe ich auch bei Shiro, meinem Tosa Inu, getan. Da habe ich, bevor ich ihn erworben habe, mit einem Züchter aus der Tschechei verhandelt, der eine etwas schwerere Linie gezüchtet hat, habe mich aber dann für die Zuchtstätte entschieden, aus welcher Shiro stammte, der etwas sportlichere Tosas ans Tageslicht brachte. Ja, und eine zweite Sache ist, ich würde versuchen, eine Zuchtstätte zu finden, wo sowohl Vater wie auch Mutter anwesend sind. Also ich würde es bevorzugen, vor beiden Elterntieren persönlich stehen zu können. Das ist mir ebenfalls bei meinem Tosa gelungen und auch bei meinem American Pitbull Terrier. Der Grund dafür ist ganz einfach erklärt. Schauen Sie, selbstverständlich können Sie auch große Info der Elterntiere einholen, wenn Sie diese nur per Video sehen oder auf Bildern sehen, mit dem Züchter sprechen oder mit dem Besitzer des Elternteils, den Sie nicht persönlich kennenlernen können, schreiben. Klare Sache. Doch mir persönlich wäre es lieber, würde ich Vater und Mutter persönlich kennenlernen können. Ja, Sie können sich dann schon ein sehr gutes Bild davon machen, in welche Richtung sich Ihr Welpe mal entwickeln wird. Ja, das sind zwei Dinge, die für mich ganz besonders wären, bevor ich mir einen Molosser-Welpen hole. Also, Riesenbogen um Linien, die Extremzucht veranstalten, Sie wissen schon. Übertriebene Faltenbildung, übertriebene Substanz und so weiter. Und wenn möglich, die Eltern persönlich kennenlernen. So viel zum Erwerb. Jetzt ist der Welpe zu Hause, Sie haben die Zuchtstätte gefunden, die optimale Zurasse für Sie darstellt, und Sie haben sich den Hund mit nach Hause genommen. Was würde ich dann tun? Nun, generell ist zwischen einem Molosser-Welpen und einem Welpen einer anderen Rasse nicht viel Unterschied. Das sind Hundekinder. Ja, also da gibt es nicht viel Unterschied. Erfordern alle viel Arbeit. Das wissen wir. Ja. Doch es gibt eine ganz besondere Sache bei der Kategorie der Molosser, auf die ich mein Augenmerk legen würde, hätte ich einen Welpen zu Hause. Das ist das Thema Überbeanspruchung des Bewegungsapparats.
Ich sage Ihnen was, es ist ein großer Unterschied, ob Sie sich eine leichte, agile Hunderasse nach Hause holen, wie zum Beispiel einen Jack Russell Terrier oder ein Schlachtschiff wie einen Old English Mastiff. Klare Sache. Das ist keine Neuigkeit. Schauen Sie, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mein Tosa Inu Shiro hatte im Alter von 10 Monaten das Bewegungsmuster eines Kindes. Der war tollpatschig, tapsig. Die Gelenksfugen waren noch nicht ganz geschlossen, da war noch alles etwas weich. Während mein American Pitbull Terrier Attila im Alter von 10 Monaten zu 90% fertig war. Er hatte eine Dynamik, eine Körperspannung vorzuweisen wie ein erwachsener Hund. Also er war rein von der körperlichen Reife her schon weit fortgeschrittener als mein Molosser Shiro das war, dem sicher noch 50% bis zu seiner endgültigen Form fehlten. Ja, schauen Sie. Die Kategorie der Molosser beinhaltet Hunde, die zu den größten und schwersten auf der ganzen Welt zählen, das wissen wir. Diese Hunde wachsen sich im Vergleich zu anderen Hunden sehr langsam aus, brauchen lange, bis alles zu ist, bis alles stabil und fest ist. Ich habe leider einige Leute kennengelernt im Besitz eines Molossers, die es mit ihren heranwachsenden Hunden zu gut meinten und im Alter von 4, 5, 6 Monaten mit diesen Hunden regelmäßig 1 oder 2 Stunden am Stück unterwegs waren. Einige dieser Leute hatten nach 3 oder 4 Jahren einen Hund zu Hause, der vor Schmerzen nicht mehr aufstehen konnte, weil er entweder kaputte Hüften, eine kaputte Wirbelsäule oder kaputte Ellbogen hatte. Wenn Sie mit einem heranwachsenden Molosser zu früh lange Spaziergänge absolvieren, dann laufen Sie in Gefahr, ihm den Bewegungsapparat zu beschädigen. Das garantiere ich Ihnen. Es gibt hier eine Faustregel, die sagt aus, pro Monat, dass der Hund alt ist, 5 Minuten Spaziergang am Stück. Also ein 4 Monate alter Hund, 20 Minuten Spaziergang am Stück. Ich möchte meinen, dass diese Faustregel nicht so schlecht ist. Selbstverständlich können Sie als zukünftiger Molosser-Besitzer mit Ihrem Welpen oder mit Ihrem Junghund auch stundenlang draußen bleiben. Doch würde ich vorschlagen, suchen Sie sich in diesem Fall ein Plätzchen, wo Sie sich niedersetzen, wo der Hund tun und lassen kann, was er möchte. Wenn er will, springt er auf, tollt herum. Wenn es ihm zu viel ist, legt er sich nieder und ruht. Also gegen stundenlangem Verharren in der Natur mit Ihrem heranwachsenden Molosser ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Doch vermeiden Sie lange Spaziergänge mit dem heranwachsenden Molosser. Ja, das ist die Frage, ab wann sieht die Sache dann schon etwas besser aus. Das ist eine rassebedingte Geschichte. Wir wissen, dass es speziell bei der Kategorie der Molosser sehr sportliche Vertreter dieser Kategorie gibt, aber auch Hunde dabei sind, die sich auf 100 Kilo zubewegen, wie Old English Mastiff, Mastino Espagnol etc. Hier müssen Sie natürlich etwas Gefühl beweisen, die Sache selbst einschätzen. Doch ich sage mal, wenn ein heranwachsender Molosser mal 18 Monate alt ist, ja, dann steht langen Spaziergängen nichts mehr im Weg. Davor würde ich eher öfter, aber kürzer mit dem Hund gehen. Ist der Hund mal 2 Jahre alt, können Sie mit ihm auch nach Afrika marschieren und es sollte nichts mehr geschehen. Verstehen Sie, was ich meine? Hier kommt es auf Ihr Gefühl an. Habe ich einen leichteren Dogo Argentino, einen leichteren Presa Canario, ja, kann ich die ganze Sache schon etwas früher starten. So würde ich das tun. Besitze ich einen Old English Mastiff oder eine Bordeaux Doge aus sehr substanzvoller Linie, würde ich hier noch etwas länger damit warten. Verstehen Sie, was ich meine? Doch generell sei gesagt, dass Molosser zu den Hunden zählen, welche sich körperlich am langsamsten auswachsen, bei welchen die Gelenksfugen länger brauchen, bis sie geschlossen sind, bei welchen alles etwas länger braucht, bis es gefestigt und stabil ist. Deswegen würde ich persönlich Ihnen raten und auch selbst tun,
speziell mit Molosser-Rassen auf nicht Überbeanspruchung des Bewegungsapparates zu achten. Ihr Hund wird es Ihnen im Erwachsenenalter danken. Ganz sicher. Ja. Was das Wesen eines Molosser-Welpen betrifft, ja, hier gibt es nicht viel Unterschied. Einige, aber die sind nicht gravierend. Schauen Sie, die üblichen Verdächtigen. Klare Strukturen, eine tolle Mischung aus konsequenter und sehr liebevoller Hand. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mit was Sie allerdings bei einem Molosser rechnen müssen, ganz speziell bei den ganz schweren Vertretern dieser Kategorie, das ist eine lang anhaltende Pubertät, geistige Pubertät. Diese Hundekategorie wächst sich nicht nur körperlich am langsamsten aus, sondern auch geistig. Ich wäre nicht überrascht, wenn ich im Besitz eines Old English Mastiffs einen Hund zu Hause habe, der im Alter von 2 oder 2,5 Jahren noch pubertierendes Angst- oder Fluchtverhalten zeigt, wenn ein zu dominanter Hund oder ein zu rasch sich nähernder Mensch auf ihn zukommt. Ja. Würde mich nicht überraschen. Ich habe in einigen meiner Videos schon mal die Geschichte von Franz, meinem Freund aus Wien, erzählt. Der besaß einen kaukasischen Ovtjaker und als er nicht mehr da war, besorgte er sich ein Bullmastiff Brüderpaar. Das waren 2 wunderschöne Rüden in einem schönen Rot mit tiefschwarzer Maske. 2 anständige Brocken waren das. Oh, das letzte Mal, bevor ich von Wien weggezogen bin, sah ich sie, da waren sie etwa 1,5 Jahre alt. Und ständig, wenn ich Franz getroffen habe, und das habe ich öfter getan, hat er sich bei mir beklagt, weil seine Hunde so feig seien. Er sagte mir, die sehen aus wie Tanks, haben das Wesen eines feigen Huhns. Ich sagte ihm ständig, Franz, vergleich sie nicht mit dem Ovtjaker, das ist ein völlig anderer Hund, der funktioniert ganz anders. Er war geprägt vom Wesen seines Herdenschutzhundes, der schon im Junghundealter ernst und seriös unterwegs war. Seine 2 Bullmastiffs waren genau das Gegenteil. Ich gab ihm den Rat, noch Geduld zu haben. Gib ihnen noch 8, 9 oder 10 Monate, die kommen schon. Ich bin dann von Wien weggezogen und war einige Monate später auf Besuch bei meinem Bruder, der damals noch in Wien lebte. Da traf ich Franz mit diesen beiden Jungs, mit diesen beiden Brüdern. Natürlich habe ich mich erkundigt nach ihnen und er sagte mir, Ronny, Etepetete, ganz toll. Haben sich seine 2 Bullmastiffs vom feigen Riesenbaby, vom eingeschüchterten Molosser, zu völlig selbstbewussten, ihrer Kraft bewussten Hunde entwickelt, die nicht böse waren und sich nicht durchs Leben bissen, aber die seriös durchs Leben schreiten. Und da waren die etwa 2,5 Jahre alt und selbst hier würde ich sagen, ist es recht früh gewesen, denn wären diese Hunde mit 3 Jahren noch nicht reif im Kopf gewesen, hätte es mich auch nicht überrascht. Eine ganz wichtige Sache bei einem heranwachsenden Molosser ist das Sozialisieren Artgenossen gegenüber. Und hier würde ich persönlich mit meinem Molosser versuchen zu vermeiden, zu häufig mit recht dominanten Hunden zusammenzutreffen. Wieso? Nun, ich sage Ihnen was. Ich spreche hier nicht von Hunden, denen man generell aus dem Weg gehen soll, weil sie ihren Hund fressen möchten. Nein, ich spreche von Hunden, die klar erkennbar die Ellbogen ausfahren und ständig zum Beispiel in der Hundefreilaufzone beweisen, ich bin der Chef im Ring. Bei Molossern ist es häufig so, dass sie solche Dinge schlecht wegstecken und sich dann in unerwünschtem Verhalten verbohren. Ich habe das erlebt, nicht erst einmal. Mit unerwünschtem Verhalten meine ich Dinge wie permanente Fluchtbereitschaft oder extrem ausgeprägte Fluchtbereitschaft, aber auch Dinge wie übertriebene Aggressivität. Ich habe erlebt, dass Molosser im Vergleich zu anderen Hundekategorien, wie zum Beispiel Terriern, den Kontakt mit zu dominanten, zu bestimmenden Hunden häufig geistig schlecht wegstecken. Ich würde versuchen, das zu vermeiden. Selbstverständlich gehören Molosser sozialisiert, gut sozialisiert, denn
ein später nicht gut sozialisierter Molosser, der aufgrund fehlenden Sozialisierung übertriebene Kampflustigkeit entwickelt, der kann recht schnell zum Albtraum werden. Also, darauf würde ich großes Augenmerk legen. Ja, würde ich mit einem erwachsenen Molosser umgehen? Die Arbeit an Gehorsam, Hundesport. Und generell ist es so, wenn ich es auf den turniermäßigen Gebrauchshundesport abgesehen habe, würde ich mich eher um andere Hunde umsehen. Wobei auch in der Kategorie der Molosser einige tolle Rassen vorhanden sind, die sich sehr gut für den Gebrauchshundesport, für den Hundesport generell eignen. Ja. Bei den meisten Molossern dürfen Sie allerdings im Erwachsenenalter keinen Kadavergehorsam erwarten. Ja, also keinen Hund erwarten, der beim ersten Kommandogewehr bei Fuß steht. Ich kenne viele Molosser, die fantastischen Gehorsam innehaben. Doch diese Hunde wurden eher für andere Sachen gemacht als für den Hundeabrichtesport. Nochmal, es gibt viele Molosser-Rassen, die sich dafür eignen, speziell die leichteren. Als Beispiel seien genannt Cane Corsos, wenn sie leichterer Linie angehören. Ein 70, 75 Kilo schwerer Cane Corso ist für den Gebrauchshundesport eher nicht geeignet. Alleine schon aufgrund der Verletzungsgefahr beim Gerätetraining. Sie wissen, welche Hunde das ich meine. Leichtere Brisas oder Dogo Canarios, Dogo Argentinos, American Bulldogs und noch einige andere, die ganz schweren Molosser-Vertreter wie Mastino Espagnol, schwere Mastino Napolitanos, schwere Old English Mastiffs. Hier sollte man keine Gedanken an den Hundeabrichtesport verschwenden, meiner Meinung nach. Ein Will to Please ist bei jedem Hund vorhanden, bei einem mehr, bei einem anderen weniger. Doch wenn ich es auf eine Hunderasse abgesehen habe, auf einen Hundetyp abgesehen habe, der sich hervorragend für den Abrichtesport eignet, bei dem ich mit guter Behandlung zum Thema einen Hund erwarten darf, der aufs erste Kommando spurt, selbstverständlich alles mit Freude zur Sache verbunden, für alle da draußen, die da gleich sensibel sind, ja, dann sollte ich mich vielleicht um einen anderen Hund umsehen. Wobei nicht gesagt sein soll damit, dass das mit Molosser nicht geht. Nur nochmal, das sind nicht die typischen Hunde dafür. Ja. Viele dieser Hunde dieser Kategorie entwickeln im Erwachsenenalter einen ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Dafür wurde der Großteil dieser Hundekategorie gemacht. Das ist nun mal so. Ja. Würde ich das fördern? Teilweise ja. Aber gelenkt. Klare Sache. Schauen Sie, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe leider kein Grundstück. Ich lebe in einer Wohnung mit Vita und mit meiner Frau. Hätte ich einen Molosser zu Hause und der würde ein verdächtiges Geräusch hören, melden. Würde ich da negativ auf meinen Molosser einwirken? Grundsätzlich nicht. Für ihn ist das eine berechtigte Sache. Er sieht nicht, wer da kommt, kann vielleicht auch keine Witterung durch die Tür, durch die Wände aufnehmen, aber er hört es. Ja? Also, und tut er nichts Schlimmes. Selbstverständlich gehört das gelenkt, denn niemand von uns möchte einen 50, 60, 70 oder 80 Kilo schweren Hund zu Hause haben, der im Minutentakt meldet. Selbstverständlich müssen Sie das Ganze feintunen. Doch generell würde ich ihm das Melden nicht verbieten. Wenn Sie ein Mensch sind, der zu diesem Thema etwas schreckhaft ist oder eine Abneigung zeigt gegen laute Hundestimmen oder eventuell etwas sensible Nachbarn hat, dann sollten Sie sich vielleicht um einen Chihuahua umsehen. Das ist meine Meinung. Ja, bei mir würde es funktionieren, da meine Nachbarn diesbezüglich sehr positiv eingestellt sind. Wenn Vito meldet, und das tut er, wenn er etwas hört draußen, dann sagen meine Nachbarn, das ist schon gut so. Dann soll da draußen mal irgendjemand vorbeigehen, der nicht hierher gehört. Sie wissen, was ich meine. Dann soll der wissen, dass hier ein Wachhund existiert. Ja. Sind Sie Grundstücksbesitzer? Leben Sie in einem Haus mit Garten, Zaun?
Schauen Sie, das ist das Revier des Hundes und speziell Molosser neigen dazu, dieses vehement zu verteidigen, Verteidigungsbereitschaft zu zeigen. Wie würde ich da reagieren? Nun, geht am Grundstück ein unschuldiger Mensch vorbei, der mir nichts Böses möchte, aber für meinen Molosser wirkt diese Näherung etwas unberechtigt und etwas zu knapp am Grundstück und er würde melden, würde ich grundsätzlich nicht negativ auf meinen Hund einwirken, auch wenn diese Person da draußen keine Gefahr darstellt. Doch, ich würde versuchen, ihm mit der Zeit zu erklären, wie heftig sein Melden ausfallen soll. Dass das geht, weiß ich. Ich habe es selbst schon praktiziert und die meisten von Ihnen wissen das auch. Unsere Hunde sind hochintelligent, gute Beobachter. Wenn Sie ein Händchen für Hunde haben, haben Sie das schnell heraus. Wie sieht es mit dem Postler aus? Nun, bei Vito ist es so, dass er im Postler einen Todfeind sieht. Der Postkasten meiner Eltern, am Grundstück meiner Eltern, ist so platziert, dass der Postler, also der Briefträger, über den Zaun drüber greifen muss und das Paket oder den Brief in den Postkasten, um das Ganze in den Postkasten zu platzieren. Und wenn er das tut, gleicht das für Vito einer Kriegserklärung und er gibt Vollgas. Mag sein, dass ich jetzt kritisiert werde von Ihnen, aber da wird er von mir gelobt. Ich weiß schon, der Briefträger stellt keine Gefahr dar und die sind sowieso leidgeprüft diesbezüglich und haben es nicht immer ganz einfach bei Postzustellung auf Grundstücken, wo Hunde wachen. Aber kein Fremder hat mit irgendeinem Körperteil etwas am Grundstück meiner Eltern verloren, auch nicht der Briefträger. Für meinen Hund ist das berechtigt und auch ich finde das berechtigt, dass mein Hund das tut. Ich entschuldige mich dann im Briefträger, aber sobald er weg ist, wird Vito gelobt. Das ist seine Aufgabe. Ja. Steht draußen ein Mensch und sieht sich die Gegend an und Vito schlägt an. Dann erkläre ich ihm, grundsätzlich ist es okay, was du gemacht hast, aber der da draußen ist nicht wirklich ein Schurke. Ja. Er kapiert das und ist bei dieser Art der Verteidigungsbereitschaft weit gemäßigter unterwegs, als es zum Beispiel ist, wenn der Briefträger über den Zaun drüber greift. Sie verstehen, was ich meine. Und genau auf die Art und Weise würde ich das auch mit meinen Molosser-Welpen machen. Schauen Sie, diese Hunde sind genau für diese Aufgabe gemacht. Würden Sie einen Molosser ständig das Melden unterbinden oder ihm ständig seine Verteidigungsbereitschaft bezüglich Grundstück oder Haus abdrehen, dann ist das so, als würden Sie einen Boxer die Arbeit am Sandsack verwehren. Es wird dem Hund wahrscheinlich gesundheitlich nicht schaden, aber Freude machen Sie ihm damit keine. Trotzdem würde ich meinen Molosser nicht pfeffern. Sie wissen genau, was ich meine mit pfeffern. Es gibt Hunderassen da draußen, die ich teilweise pfeffern würde. Auch meinen Hund Vito habe ich gepfeffert, weil ich weiß, dass es bei ihm okay ist. Er ist dennoch kontrollierbar. Gewisse Dinge habe ich bei ihm etwas mehr aufgedreht als andere. Das würde ich auch bei anderen Hunderassen tun, die sich dafür eignen. Bei Molossern würde ich das nicht tun. Diese Hunde wissen naturgemäß ganz genau, wenn sie ihre Nettigkeit abzulegen haben. Und eben diese Nettigkeit ist eine Sache, die ich bei meinem Molosser extrem fördern würde. Ich kannte genügend Molosser, die im grünen Bereich erzogen wurden, umschmeichelnd, teddybärhaft. Die wussten alle, ja, wenn sie diese Nettigkeit abzulegen haben. Wenn es brenzlig wurde, wussten die alle, wie der Hase läuft. Einen zu stark gepfefferten Molosser zu kontrollieren im Fall der Fälle ist einer der schwierigsten Dinge in der Welt der Kynologie, möchte ich meinen. Also diese Hunde zählen mit Sicherheit zu den am schwierigsten kontrollierenden Hunden von allen Hundekategorien. Davon bin ich überzeugt. Deswegen würde ich meinen Molosser nicht pfeffern. Es ist natürlich immer eine individuelle Geschichte, liebe Zuseher. Schauen Sie, habe ich einen Hund zu Hause, der aus
der pubertierenden Schreckhaftigkeit nicht mehr herausfindet, ja, und drückt es mir schon sehr viel aufs Gemüt, einen derartig prächtigen Muskelprotzen in mir an der Leine zu führen, der beim kleinsten Gebelle eines 5-Kilo-Hundes die Flucht antritt, dann würde ich natürlich versuchen, diesem Hund etwas an Dominanz zu schenken, etwas an Furcht zu nehmen. Klare Sache. Somit würde ich ihn auch pfeffern. Ja. Also hier müssen schon Sie entscheiden, was Sie da tun. Ich würde das so tun, doch würde ich das extremst gelenkt tun. Nicht zu viel pfeffern. Nochmal, ich wiederhole mich, das würde ich bei einem Molosser nicht tun, denn ich sah schon zu sehr gepfefferte Molosser und die sind alles andere als ein Spaß. Ja, sehen wir uns das ganz kurz von vorn nochmal an. Also, Erwerb. Linie, ganz wichtig. Großer Bogen um Extremzucht. Für mich eine wichtige Sache. Wenn möglich, beide Elterntiere kennenlernen. Ich möchte mir ein Bild machen von Vater, von Mutter. Wie stehen die da? Wie reagieren die auf mich? Selbstverständlich weiß ich nicht, wie sie sich im Alltag bewegen, aber ich kann mir einen Ersteindruck schaffen. Kann mir rein anatomisch schon mal vorstellen, in welche Richtung mein Welpe gehen wird. Sehe auch gleich mal, wie die beiden Elterntiere auf mich reagieren. Kann mir vorstellen, in etwa welche Charaktereigenschaften die weiter vererben. Sie wissen, wie das ist. Ja? Also mir persönlich wäre das lieber ganz wichtig. Linie, vernünftige Linie, Bogen um Extremzucht, wenn möglich, die Eltern kennenlernen. Ja? Den Welpen ganz besonderes Augenmerk beim Molosser-Welpen auf Nichtüberbeanspruchung des Bewegungsapparates. Speziell dann, wenn das Vertreter einer Molosser-Rasse sind, die später mal sehr schwer werden. Die meisten davon sind das, nicht alle, aber die meisten. Steigen Sie hier auf die Bremse, übertreiben Sie das nicht, der Hund wird es Ihnen später danken. Auch wenn Sie es noch so gut meinen, gehen Sie lieber öfter mit dem Hund raus, bis zu einem gewissen Alter, aber kürzer. Ja? Vermeiden Sie bei einem heranwachsenden Molosser extrem lange Spaziergänge. Vermeiden Sie das. Sie beschädigen den Bewegungsapparat Ihres Hundes. Das garantiere ich Ihnen. Ja? Klare Sache, sozialisieren habe ich gesagt, ich persönlich würde vermeiden, mit zukantigen Hunden Kontakt zu pflegen, wenn mein Molosser geistig noch nicht reif ist, da ich in Gefahr laufen würde, dass mein Molosser, die neigen dazu, das schlecht wegsteckt. Ja. Hier etwas an Traumata aufreißt und sich dann verbohrt in überaus geprägte Fluchtbereitschaft oder überaus geprägte Aggressivität. Ja. Hier eher den Kontakt mit Hunden suchen, die ausgeglichenes Sozialverhalten vorzeigen. Wenn Sie mal mit Ihrem Molosser auf einen Hund treffen, der sehr dominant ist, geht die Welt auch nicht unter, aber vermeiden Sie den ständigen Kontakt mit solchen Hunden. Das würde ich tun. Ja. Geduld mit der geistigen Reife des Hundes. Ähnlich wie mit der körperlichen Reife des Hundes. Molosser brauchen lange, bis sie aus der Pubertät raus sind. Ich würde mich also nicht wundern, wenn mein Hund in einem Alter, wo andere schon geistig reif sind, immer noch pubertierendes Verhalten zeigt. Tun Sie das auch nicht. Das ist nur ein Tipp von mir. Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Hund mit 2,5 Jahren noch nicht ganz erwachsen ist. Damit müssen Sie rechnen mit einem Molosser. Ebenfalls rassebedingte Geschichte. Ich bin davon überzeugt, dass leichte Dogo Argentinos oder leichte Presas weit früher erwachsen sind als schwere Toser, schwere Mastiffs, schwere Mastinos. Sportliche Aktivitäten mit diesen Hunden. Hier müssen Sie sich auf die Rasse des Molossers einstellen. Leichtere Rassen in dieser Kategorie eignen sich häufig hervorragend für sportliche Aktivitäten, seien es intensive Bewegungsarten, wenn die Hunde mal erwachsen sind, wie Laufen oder Wandern über Stock und Stein oder der Hundeabrichtersport. Ja, andere wieder eignen sich weniger dazu. Einige Hunde dieser Kategorie verfügen, wenn sie den Rassevertreter gut präsentieren, über sehr ausgeprägten Will to Please und sind damit sehr toll am Gebrauchshundesport
oder im Gebrauchshundesport einzusetzen. Andere Vertreter dieser Kategorie zeigen etwas weniger Will to Please. Es gibt ja da diesen berühmten Satz, wenn Sie einem Molosser ein Kommando geben, dann nimmt er das zur Kenntnis und kommt zu gegebener Zeit darauf zurück. Das gilt mit Sicherheit nicht für alle, aber für manche gilt das. Ja? Also, hätte ich es auf den Gebrauchshundesport abgesehen, würde ich mich auf jeden Fall um leichtere Molosserrassen umsehen. Ja. Aber erwarten Sie dennoch keinen Hund, der beim ersten Kommando Gewehr bei Fuß steht. Würde ich solch einen Hund erwarten, hätte ich es vor, in diese Richtung mit meinem Hund zu arbeiten, würde ich mir einen Hund wie einen Malinois nehmen. Ja. Mit Wach- und Schutztrieb müssen Sie bei diesem Hund rechnen, wenn Sie damit Probleme haben. Ich habe keine damit, ja. Also würde ich mir einen Molosser nehmen, dann würde ich den auch erwarten. Ja. Einem gewissen Alter, ab 2,5 Jahren, würde ich damit rechnen oder könnte ich erwarten, dass dieser Wach- und Schutztrieb bei meinem geistig fast fertigen Molosser hervortritt. Ja. Das würde mich nicht überraschen. Wenn Sie da eine Abneigung dagegen haben, wenn Sie das nicht möchten, dann würde ich mich um andere Hunde umsehen. Ich habe schon in einigen Videos gesagt, viele Menschen erwerben Hunde diverser Kategorien, diverser Typen, die rassebedingt Eigenschaften besitzen, ja, die nicht von ihnen wegzudenken sind, und verbieten diese in Zukunft an ihren Hunden, weil diese Eigenschaften die Besitzer stören. Dann müssen Sie vorher etwas mehr recherchieren, wofür diese Hunde gemacht wurden, wofür oder wozu diese Hunde neigen. Ist nun mal so. Ja. Also ich ärgere mich dann immer, wenn, weiß ich nicht, Terrierbesitzern ihren Hunden ständig das Melden verbieten. Diese Hunde sind laut. Terrier sind triebige Hunde, die sind überall gleich dran. Wenn sie was hören, bellen sie, melden sie das. Und dann haben sie irgendwo einen Menschen mit einem Fox Terrier, der gern meldet, weil es nun mal zu dem Hundetyp dazugehört, und sie sind am Tag 520 Mal dabei, dem Hund das abzustellen. Dann nehmen Sie sich einen Hund, der nicht dazu neigt, English Bulldog und etc. Sie verstehen, was ich meine. Das ärgert mich manchmal. Ist so, ja, weil es nicht notwendig ist. Und dieser Hund dann seinen Trieb beim richtigen Besitzer ausleben dürfte und glücklich wäre. Ja. Bei Ihnen wird ihm das abgetreten. Ja, also Wach- und Schutztrieb, eine Sache, die ich bei einem Molosser erwarten würde, teilweise auch fördern würde, aber extrem gelenkt fördern würde. Und ich würde meinen Molosser nicht pfeffern. Vielleicht hilft Ihnen das weiter. Ich würde das nicht tun. Nicht notwendig. Wenn der Hund von mir anständig großgezogen wurde, anständig erzogen wurde, dann hat er natürlich einen Pfeffer in sich drin, auch wenn der schläft, weil diese Hunde ja häufig eine sehr hohe Reitschwelle vorweisen, speziell die schwereren Molosserrassen, und sehr seriös und weit entfernt von nervös durchs Leben schreiten. Dennoch, die besitzen genug Pfeffer, und den zeigen sie auch, wenn es notwendig ist. Deshalb würde ich persönlich nicht tun. Ich würde versuchen, als Besitzer eines Molossers immer als seriöser Leader rüberzukommen, der stets alles im Griff hat, ohne mit der Brechstange arbeiten zu müssen. Wenn Sie das auch versuchen, rüberzubringen auf Ihren Molosser und einige Dinge beachten, die ich in diesem Video hier gesagt habe, dann werden Sie mit Ihrem zukünftigen Molosser-Welpen höchstwahrscheinlich viel Freude haben. Ich möchte aber nochmal wiederholen, alles das, was ich hier gesagt habe, trifft auf mich zu. Sie, niemand kennt mich besser als ich, mich selbst. Klare Sache. Ich weiß um meinen Rhythmus Bescheid, ich weiß um meine Energie, um meine Ausstrahlung Hunden gegenüber Bescheid. Ja, klare Sache. Bei mir funktioniert das. Bei Ihnen vielleicht nicht. Aber in diesem Video habe ich einige Dinge von mir gegeben, wo ich glaube, dass sie als fundamental funktionell gelten könnten. Also das sind einige Tipps gewesen oder Beispiele gewesen, die nicht so sehr ins Detail hineingehen oder davon abhängig sind, mit welcher Energie oder mit welcher Klangfarbe oder mit welchem Rhythmus sie auftreten. Sie verstehen sicher, was ich meine, denn das geht nicht. Ne? Ja, soviel zum Thema, wie hält man einen Molosser. So würde ich das
tun. Allerdings, ganz kurz zum Abschluss sei noch gesagt, das ist vielleicht jetzt 1 Millimeter von einem Meter erklärt worden, was ich alles mit einem Molosser tun würde. Aber der Rest, ja, also diese restlichen 999 Millimeter, sind alle individuell. Weil ich nun mal ich bin und nicht Sie. Ja. Sie verstehen genau, was ich meine. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.